Eine Rekordanzahl von Deutschen hat Deutschland 2025 verlassen und ist ausgewandert. Das Statistische Bundesamt hat jetzt die neuesten Zahlen veröffentlicht, was die aktuellen Trends sind, welche Länder vorne liegen. Das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Es dürfte für die meisten von uns keine Überraschung sein, dass die Zahl der Auswanderer aus Deutschland, und ich spreche hier von Deutschen, weiter zunimmt. So gefühlt redet ja momentan jeder vom Auswandern. Jeder, der es sich leisten kann, der geht. Jeder, der eine Möglichkeit findet, im Ausland sein Glück zu suchen, verlässt das Land. Insbesondere natürlich die Leistungsträger, die vom schlechten wirtschaftlichen Klima in Deutschland, von hohen Steuern, von der ineffizienten Verwaltung und von dem rapide ausgebauten EU-Überwachungsstaat fliehen. Dass das nicht nur ein subjektives Gefühl ist, sondern dass tatsächlich deutsche Staatsbürger Deutschland in nie gekanntem Ausmaß den Rücken kehren und auswandern. Das hat jetzt auch das Statistische Bundesamt bestätigt. Jedes Jahr ungefähr um diese Zeit, das heißt jedes Jahr so ungefähr im Juni, veröffentlicht das Statistische Bundesamt die Auswanderungsstatistik. Es werden dann noch andere Zahlen veröffentlicht, wie zum Beispiel Einwanderung oder wie viele Migranten wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Das interessiert uns jetzt an dieser Stelle allerdings nicht. Uns interessiert hier ganz besonders für unseren Kanal, wo es ja um das Thema Auswandern geht, wie viele Deutsche Deutschland verlassen. Und da bietet das Statistische Bundesamt tatsächlich Zahlen an, die sich dann auch nach der Nationalität filtern lassen. Wir haben diese Zahlen einmal für dich aufbereitet in einer einfachen und übersichtlichen Tabelle und haben dabei auch noch die Zahlen vom letzten Jahr mit einbezogen, sodass man diese einmal vergleichen kann. Bevor ich dir diese Tabelle jetzt zeigen werde, noch einige ganz wichtige Hinweise. Erstmal zur Gesamtzahl. Insgesamt haben rund 288.000 Deutsche das Land verlassen. 191.000 sind zurückgekehrt, auch hier wieder Deutsche, die zurückgekehrt sind. Bleibt also ein Saldo von Auswanderern von ca. 96.000. Allerdings weist das Statistische Bundesamt darauf hin, dass zwar die Zahlen der Rückkehrer ziemlich akkurat sind, allerdings die Zahlen der Auswanderer möglicherweise sehr unvollständig sind und dass tatsächlich sehr viel mehr Deutsche das Land verlassen haben. Woran liegt das? Nun, die Daten basieren natürlich auf der Anmeldung und der Abmeldung der Auswanderer bzw. Zuwanderer. Das heißt, wenn du Deutschland verlässt, wenn du dich abmeldest beim Bürgeramt, beim Einwohnermeldeamt, dann fließt diese Abmeldung in die Statistik mit ein. Allerdings, so sagt das Statistische Bundesamt, wandern viele Deutsche aus, ohne sich korrekt abzumelden. Sie sind also Deutsche, die weiterhin noch formal in Deutschland gemeldet sind. Daher geht eben die Behörde davon aus, dass die wirkliche Zahl der Auswanderer noch deutlich höher ist. Das Länderranking, das ich jetzt zeigen werde, hat natürlich ebenso seine Schwachstellen, denn von insgesamt 288.000 Fortzügen liegt für 140.000, also fast die Hälfte, keine Information dazu vor, wohin derjenige ausgewandert ist. Das liegt daran, dass eine Angabe dazu, wohin du auswanderst, bei der Abmeldung nicht verpflichtend ist. Du kannst also zum Beispiel sagen, ich weiß noch nicht, wohin ich auswandere, ich möchte mich erstmal auf Weltreise begeben, oder du sagst schlicht und ergreifend, ich möchte diese Angabe nicht machen, oder vielleicht machen manche Auswanderer sogar eine inkorrekte Angabe, weil sie eben ein schlechtes Gefühl haben, den Staat wissen zu lassen, wohin sie ziehen, weil sie das eben für sich behalten wollen und nicht unnötige Informationen über sich gegenüber den Behörden preisgeben wollen. Ich persönlich würde das nicht empfehlen. Ich denke, du kannst da die richtigen Angaben machen, aber nichtsdestotrotz, selbst das Statistische Bundesamt weist darauf hin, dass die Informationen eben zum Teil unvollständig sind. Kommen wir nun aber zu den eigentlichen Zahlen. Und diese Seite ist passwortgeschützt. Wenn du einen Link zu dieser Seite haben möchtest und das Passwort, dann hinterlass uns deine E-Mail-Adresse, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos und wir schicken dir das Ganze sofort zu. Wohin zieht es die Deutschen? Wie gesagt, wir haben die Zahlen von 2024 und 2025 des Statistischen Bundesamtes verglichen. Du kannst diese Zahlen dir selbst runterladen vom Statistischen Bundesamt. Diese Zahlen sind öffentlich zugänglich. Insgesamt also 288.579 Fortzüge, wie gesagt, deutsche Staatsbürger, die Deutschland verlassen haben. Im Vergleich zum Vorjahr nochmal deutlich mehr. 2024 waren es nur rund 270.000. Hier nochmal der Hinweis auf die Unvollständigkeit der Daten.
Und hier nun sehen wir die ersten Länder-Rankings, die Top 10. Und da muss man sagen, im Westen nichts Neues. Das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen, ganz klar, bleibt die Schweiz. 22.730 sind in die Schweiz fortgezogen. Ungefähr 2.000 mehr als im Jahr davor. 8.500 Deutsche sind aus der Schweiz nach Deutschland zurückgekehrt. 8.300 ungefähr waren es im Jahr zuvor. Auch keine Änderung gibt es beim zweiten Platz. Österreich hier unangefochten die Nummer 2. Rund 13.000 Deutsche sind nach Österreich umgezogen. Platz 3, Spanien. Spanien ist jetzt Nummer 3, war davor Nummer 4, hat den Platz getauscht mit den Vereinigten Staaten. Rund 9.600 Deutsche sind nach Spanien umgezogen. Du kannst also sehen, das ist weniger als die Hälfte derjenigen, die in die Schweiz umgezogen sind. Bei den USA sind es 8.800, leicht weniger als im Jahr davor. Da waren es 9.300. Viele denken ja, niemand zieht mehr in die USA um wegen Trump, aber das hat sich so definitiv nicht bestätigt. Die Zahlen sind relativ stabil. Beim 5. Platz hat sich nichts geändert. Frankreich, 5.700 Deutsche sind nach Frankreich umgezogen. Bei der Türkei ebenfalls kaum Veränderungen. Auch sie behält Platz 6. 5.300 Deutsche sind in die Türkei ausgewandert. Polen auch hier wieder um einen Platz aufgestiegen. 4.900 Deutsche sind nach Polen ausgewandert. Polen hat den Platz mit dem Vereinigten Königreich getauscht, aber auch hier die Zahlen fast identisch wie im letzten Jahr. 4.444 nach UK ausgewandert. Letztes Jahr waren es 4.450. 2025 leicht weniger Rückkehrer aus UK als im Jahr davor, aber auch hier wenig Neues zu berichten. Platz 9, Italien um einen Platz nach oben gerutscht. Platz 10 die Niederlande. Italien hat mit den Niederlanden den Platz getauscht. Also, du kannst sehen, in den Top 10, da hat sich relativ wenig bewegt. Da haben sie ein paar Plätze getauscht, aber hier gibt es wenig Überraschendes zu sagen. Schweiz ganz klar bleibt sehr beliebt, was natürlich daran liegt, dass die Schweiz sehr sicher ist, dass es ein sehr hohes Lohnniveau gibt. Hohe Lebensqualität. Außerdem ist die Schweiz natürlich nicht in der EU. Sie ist neutral. Kein Wunder also, dass sehr viele Deutsche in die Schweiz gehen. Und man kann ziemlich sicher sagen, dass die Zuwanderung in die anderen Staaten ebenso vermutlich mit beruflichen Perspektiven zu tun hat. Vielleicht sind es auch temporäre Entsendungen. Und freilich darf man auch nicht vergessen, Länder wie zum Beispiel Spanien oder auch die Türkei sind sehr populär bei Rentnern, ebenso Italien. Also hier wird es sicher verschiedene Motivationen geben, warum jemand in diese Länder auswandert. So, schauen wir uns einmal die nächsten 10 Plätze an und da sehen wir schon auf Rang 11 etwas sehr Interessantes, die Vereinigten Arabischen Emirate. Um 3 Plätze sind sie gestiegen. Im Jahr 2024 sind noch 2.674 Deutsche in die Vereinigten Arabischen Emirate ausgewandert. Jetzt sind es 3.410. Das ist auf jeden Fall interessant. Danach folgt die Russische Föderation, dann Dänemark, dann Australien. Dann Platz 15 ist wieder interessant. Thailand um 2 Plätze gestiegen. 2.800 Deutsche sind nach Thailand ausgewandert. Thailand, ja auch ein Land, das wir hier oft besprechen, eins der beliebtesten Auswanderungsländer, ganz sicher, hat steuerliche Vorteile, auch bei Rentnern sehr beliebt. Du weißt vielleicht, dass die Rente in Thailand, wenn man das richtig macht, steuerfrei ist, auch die gesetzliche Rente. Danach Portugal, wenig Änderungen, Schweden leicht abgerutscht, Belgien einen Platz nach oben gestiegen, Griechenland wiederum um 2 Plätze nach oben gestiegen, 1.946 Deutsche sind nach Griechenland ausgewandert. Auch hier kann ich mir vorstellen, dass es sich vielfach um Rentner handelt, denn Griechenland hat ja sehr attraktive Programme für Rentner und das schlägt sich natürlich auch in der Statistik nieder. Rumänien ebenfalls um 2 Plätze nach oben gestiegen, Kanada dagegen um 3 Plätze gefallen. Zypern, sehr interessant im Ranking, um 4 Plätze gestiegen, 1.700 Deutsche sind nach Zypern ausgewandert. Im Vorjahr waren es nur 1.059. Das ist natürlich schon ein großer Sprung und auch hier kein Wunder. Zypern ist ja steuerlich attraktiv. Es gibt schönes Wetter. Ein Riesensprung hat Syrien gemacht, was wahrscheinlich daran liegt, dass Syrer, die die doppelte Staatsbürgerschaft haben, nach Syrien zurückgekehrt sind. Dann Bulgarien, Kroatien, Brasilien, Norwegen, China, Ägypten ebenfalls um 4 Plätze gestiegen in dem Ranking, 1021 statt 768
Deutsche sind nach Ägypten ausgewandert. Weiter unten überrascht mich, dass Irland um 5 Plätze gefallen ist. Irland bietet ja ebenfalls interessante Steuervorteile. Das Wetter ist natürlich sehr schlecht. Aber wir haben viele Mandanten, die Interesse haben, nach Irland auszuwandern. Daher 5 Plätze hat mich persönlich überrascht. Libanon um 8 Plätze gestiegen. Da sehen wir das gleiche Phänomen wie bei Syrien. Neuseeland, Tschechien gefallen, Mexiko gefallen. Wobei, wenn man sich die totalen Zahlen anschaut, dann waren es im Vorjahr ungefähr 50 mehr. Also tatsächlich wenig Veränderung. Südafrika gestiegen um 2 Plätze. Auch das wundert mich nicht. Südafrika ist ein sehr beliebtes Land, auch bei unseren Mandanten. Trotz der angespannten Sicherheitslage in Südafrika natürlich ein herrliches Land. Sicherlich eines der schönsten Länder der Welt. Manche sagen sogar das schönste Land der Welt. Paraguay um 1 Platz gestiegen auf Rang 40. 741 Deutsche sind nach Paraguay ausgewandert. Paraguay, eins der klassischen Auswanderungsländer ja in der Pandemie. Viele sind nach Paraguay ausgewandert, denn es war dort besonders einfach, einen Aufenthaltstitel zu bekommen und auch die Regelungen waren zum Teil wenigstens zunächst einmal weniger streng als in anderen Ländern. Dann kommen Luxemburg, Indonesien, Marokko, die Philippinen. Auch ein Land, das wir ja sehr oft hier besprechen. Hier sind auch deutlich mehr Deutsche in die Philippinen ausgewandert. Saudi-Arabien ist gefallen, Kasachstan ist gefallen, Israel ist gefallen. Vietnam auch eine interessante Statistik. Natürlich sind die Zahlen im Totalen gering, aber dennoch macht es einen ziemlichen Unterschied. Vietnam ein sehr schönes Land, sehr populär natürlich auch bei jungen Menschen, digitalen Nomaden. Es wundert mich nicht, dass die Zahlen zunehmen. Das Gleiche kann man auch zu Kolumbien sagen. Südamerika unheimlich populär. Kolumbien ein wunderschönes Land und auch wirtschaftlich in Lateinamerika sehr stark. Kosovo, hier denke ich, sind es die Rückkehrer, die den Unterschied machen. Auch die Anzahl der Emigranten nach Malta ist verhältnismäßig stark gestiegen, aber natürlich im Totalen relativ wenig. 385 anstatt 317. Tunesien stark gefallen, Argentinien im Ranking leicht gefallen, aber die Zahl der Auswanderer nach Argentinien hat sich leicht erhöht. Chile gefallen, Bosnien und Herzegowina, auch hier denke ich, sind es die Auswanderer, die eine Rolle spielen. Georgien um 7 Plätze nach oben geschossen, sowie Litauen. Und die weiteren Zahlen sind dann wirklich nur noch sehr geringe Zahlen. Nach Usbekistan ganze 50 Deutsche, nach Nicaragua 43, nach Aserbaidschan 31. Das wird dann schon alles sehr kleinteilig. So, ich habe jetzt ja einige Rankings hier beschrieben. Prozentual ausgedrückt sind diese Trends natürlich auch nochmal sehr interessant. Ich habe mir hier mal die wichtigsten rausgeschrieben. Also, die Zahl der Auswanderungen in die Vereinigten Arabischen Emirate ist um 27% gestiegen und nach Zypern sogar um 61%. Ja. Mir ist klar, dass die Zahlen relativ klein sind, aber dennoch hat Zypern einen Sprung gemacht von 1059 auf 1700 Deutsche, die nach Zypern ausgewandert sind. 61%, das ist natürlich schon ziemlich massiv. Georgien, ein Land, über das wir hier sehr viel sprechen, auch um 60% ist die Auswanderung von Deutschland dorthin gestiegen. Nach Thailand 25%, Malta 21%, Paraguay 21%, Griechenland 13%, Philippinen 12%, Singapur 12% und Portugal auch nochmal 8,5%. Also prozentual gesehen sind das natürlich schon enorme Anstiege und das bestätigt natürlich auch vieles, was wir hier auf diesem Kanal besprechen. Über viele der Länder, die ich jetzt gerade eben hier erwähnt habe, berichten wir ja regelmäßig und wir helfen dir natürlich auch in diese Länder auszuwandern. Das Ganze ist natürlich vor allen Dingen für dich interessant, weil man ja oftmals, wenn man über das Thema Auswanderung nachdenkt, dann auch von der eigenen Familie vielleicht missverstanden wird, vielleicht sogar ausgelacht wird. Zwar redet gefühlt fast jeder über das Auswandern, aber dennoch viele haben dann in der Familie doch niemanden, der es tut. Und wenn man dann der Erste ist und sagt, ich möchte gehen, werden viele tatsächlich, ich will schon fast sagen, stigmatisiert. Aber die Zahlen bestätigen eben, dass du nicht alleine bist mit deinem Wunsch auszuwandern. Viele Deutsche tun das Gleiche und das natürlich aus gutem Grund. Man will der Steuerhölle entkommen. Man will vielleicht schöneres Wetter haben. Man will ein Leben in mehr Freiheit leben. Geopolitische Überlegungen, die Angst vor Krieg, Angst, dass die Kinder zum Beispiel in einen Krieg geschickt werden, sind ebenfalls wichtige Motivationen, warum man das Weite sucht. Und ich denke mir,
dass dieser Trend nicht abnehmen wird. Wie das Statistische Bundesamt selbst sagt, sind die Zahlen vermutlich sogar noch viel zu niedrig. Selbst bei den offiziellen Zahlen gibt es ja für fast die Hälfte der Ausgewanderten kein Land, in welches sie ausgewandert sind. Das heißt, wahrscheinlich sind die Zahlen der Auswanderer in die einzelnen Länder, die wir jetzt besprochen haben, sogar noch viel größer. Aber der Trend sollte klar sein und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich so schnell umkehren wird, denn Reformen wird es in Deutschland keine geben, jedenfalls nicht in deinem Sinne. Steuern werden weiter erhöht werden, die bürgerlichen Freiheiten werden weiter eingeschränkt werden, die geopolitischen Risiken werden weiter steigen und vermutlich, wenn diese Zahlen sich weiter so entwickeln, wird es immer schwieriger werden auszuwandern. Die Daumenschrauben sind ja schon mehrfach angezogen worden. Denken wir an die Wegzugsteuer, die in den letzten Jahren mindestens zweimal verschärft wurde. Denken wir an quasi Kapitalverkehrskontrollen, wo über schwarze Listen zum Beispiel der EU verhindert werden soll, dass man Geld frei transferieren kann. Es gibt in Deutschland ein sehr strenges Passgesetz, wo es etliche Gründe gibt, warum dir der deutsche Pass entzogen werden kann. Weil das Finanzamt denkt, dass du noch Steuern schuldest, weil jemand vermutet, dass du dich vom Kriegsdienst drücken willst oder auch nur, weil du eine Gesinnung äußerst, die dem Staat nicht passt und der Staat meint, dich daher an der Ausreise hindern zu können. Wenn wir an Dinge wie den digitalen Euro, digitale IDs oder der Wunsch der EU nach Vermögensteuer, nach Vermögensregistern denken, dann, wie gesagt, können wir davon ausgehen, dass die Situation sich erstmal noch weiter zuspitzt. Und deswegen summa summarum meiner Meinung nach der Trend zur Auswanderung weiter anhalten wird. Wie gesagt, wenn du einen Link zu dieser Seite, die ich dir gerade eben gezeigt habe, haben möchtest, wir haben da einfach nur die Zahlen des Statistischen Bundesamtes aufbereitet, wenn du das haben möchtest und das Passwort dazu, dann hinterlass uns deine E-Mail-Adresse und wir schicken dir das zu. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst, wenn du jetzt vielleicht gestärkt bist und sagst, naja, vielleicht lag ich ja mit meiner Einschätzung, mit meinem Wunsch in dieses oder jenes Land auszuwandern gar nicht so falsch. Viele andere Deutsche machen es ja auch. Dann setz dich gerne mit uns in Verbindung. Schau dir unsere Webseite an, buche ein Beratungsgespräch mit meinen Kollegen und mir. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich habe Deutschland, ich habe die EU schon vor 26 Jahren verlassen und wir helfen seit 20 Jahren Mandanten dabei, sich im Ausland neu zu orientieren, sich steuerlich optimiert aufzustellen, zweite Staatsbürgerschaften anzunehmen, Unternehmen zu gründen, ihr Vermögen zu sichern. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.